Nun ging das Schneiderlein alleine weiter, bis sie in eines Königs Hof kam. Und weil sie müde war, legte sie sich in das Gras und schlief ein. Während sie da lag, kamen des Königs Leute, betrachteten sie von allen Seiten und lasen auf dem Gürtel. 7 auf einen Streich. Ach, das ist gewiss ein mächtiger Herr. Sie meldeten es dem König und er schickte einen hin, der musste dem Schneiderlein Dienste anbieten. Ja, eben darum bin ich hergekommen, um dem König Dienste zu leisten. Also ward sie wohl empfangen und ihr eine besondere Wohnung gegeben. Die Leute aber waren von dem Schneiderlein schnell genervt und wünschten, es wär beim Teufel. Was soll aus uns werden, wenn wir Zank mit ihr kriegen und sie haut zu, so fallen auf jeden Streich 7. Also gingen alle zum König und baten um ihre Entlassung. Wir sind nicht gemacht, neben einem solchen starken Menschen auszuhalten. Der König sann lange hin und her, endlich hatte er eine Idee. In einem Wald meines Landes leben 2 Riesen, die stellen nur Unfug an. Wenn du sie tötest, so gebe ich dir meinen Sohn und das halbe Königreich. Oh ja, wer 7 auf einen Streich trifft, braucht sich vor 2 nicht zu fürchten. Nun zog sie hinaus in den Wald und ließ ihre Äuglein nach ihnen hin und her gehen. Endlich fand sie beide unter einem Baum schlafend und schnarchend, dass sich die Äste auf und abbogen. Gewonnenes Spiel. Sie stopfte ihre Taschen voll Steine und stieg über die Riesen auf den Baum hinauf. Nun fing sie an und warf dem einen Riesen, einen Stein nach dem andern, auf die Brust. Er wachte zornig auf und stieß seinen Gesellen an. Ei, was schlägst du mich? Du träumst, ich schlag dich nicht. Sie wollten wieder einschlafen, da warf das Schneiderlein dem zweiten einen Stein auf die Brust. Was hast du vor, was wirfst du auf mich? Ich bewerfe dich nicht. So zankten sie eine Weile, doch weil sie müde waren, ließen sie es gut sein und die Augen fielen ihnen zu. Jetzt fing das Schneiderlein erneut sein Spiel an, suchte den dicksten Stein und bewarf den ersten Riesen damit. Das ist mir zu arg. Er sprang wie ein Unsinniger auf und schlug seinen Gesellen. Der ließ sich das nicht gefallen und gab ihm gleiche Münze zurück. Es ist nur gut, dass Sie nicht meinen Baum ausgerissen haben, sonst hätte ich einen garstigen Sprung tun müssen. Darauf stieg sie lustig hinunter. Dort liegen die 2 Riesen, ich habe ihnen beiden den Garaus gemacht. Habt ihr gar keine Wunde? Sie haben mir kein Haar gekrümmt. Die Leute wollten es nicht glauben und gingen in den Wald hinein. Da fanden sie die Riesen und die ausgerissenen Bäume ringsherum liegen. Wir haben Angst vor dir. Sie ritten nun heim und erzählten dem König die Tat. Das Schneiderlein kam auch. Nun müsst ihr mir den Königssohn und das halbe Königreich geben. Den König aber reute seine Verheißung und er dachte aufs Neue nach, wie er sie loswerden könnte. Im Wald läuft noch ein Einhorn umher.